gar nicht, wie ich dieses Video anfangen soll, weil das wird eigentlich das härteste Video sein, was ich jemals abgedreht habe. Also ich bin auch aufgeregt, ich habe sehr viele Emotionen in mir und falls das Video sehr unstrukturiert und verplant rüberkommt, es ist einfach so. Also ich habe hier kein Skript, ich weiß, was ich circa sagen will, aber wie es dann am Endeffekt dann rauskommt, weiß ich selber noch nicht. Ich will euch auch nicht so lange auf die Folter spannen, denn die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen eigentlich jetzt, worum es in diesem Video gehen wird. Aber ich glaube, viele hier auf YouTube wissen es nicht. Auf jeden Fall, in diesem Video wird es um Schönheitsoperationen gehen, beziehungsweise um meine Schönheits-OP. Denn in weniger als 2 Wochen, ich werde das Video morgen online haben, ist schon meine Schönheits-OP am 2. Oktober jetzt. Viele wissen gar nicht, was ich mache. Also eins hatte ich schon auf Instagram gesagt. So, bevor ich jetzt anfange, über das Thema zu reden, ist es mir so wichtig, euch das von Anfang an zu sagen. Das ist mir wirklich sehr wichtig. Ich will absolut niemanden, wirklich niemanden dazu animieren, irgendwas an sich verändern zu lassen, nur weil ich das jetzt in diesem Video zeige. Ich will nicht ein Vorbild für euch sein. Ich weiß, dass viele von euch dann sagen, oh, wieso machst du dann das Video? Alles drum und dran. Erstmal natürlich ist es natürlich will ich transparent sein und ich finde, über die Probleme, die ich jetzt in diesem Video sprechen werde, wird nicht genug gesprochen und ich will auch zeigen, dass auch ich, ja, also für mich bin ich ein normaler Mensch, aber einige von euch sehen mich hier als wunderschönes, perfektes Mädchen an, was ich im Endeffekt nicht bin und das ist auch niemand. Ich denke, es gibt viel mehr Frauen, die das gleiche Problem wie ich haben und ich bin euch ehrlich, ich habe bis jetzt den Leuten, denen ich folge, habe ich bis jetzt noch nie irgendjemanden darüber wirklich sprechen hören und für mich, und ich bin euch ehrlich, ich hätte vielleicht schon gerne jemanden gehabt, der über das Problem geredet hat, beziehungsweise einfach nur zu wissen, wow, es gibt auch andere Leute, die genauso drunter leiden wie ich. Und deswegen mache ich dann auch im Endeffekt auch dieses Video. Das Video, was ich jetzt mache, das ist eigentlich für mich, aber auch für euch. Mein Reden hat kein Ende. Ich rede so wild herum und das ist schon mein Problem bei normalen Videos und jetzt bei den Videos ist es noch schlimmer. Ich muss jetzt einfach mal anfangen und ja, also, seitdem ich sag mal pubertär bin, weil ich finde, ab da fängt man an, sich selber anzuschauen. Oh, ich will auch gar nicht heulen, es ist nur ein sehr emotionales Thema für mich, deswegen versteht, dass das Video ein bisschen emotionaler für mich wird und falls ein paar Tränen gießen, tut es mir wirklich leid. Okay, also, so, ich hatte mein Problem eigentlich schon auf Instagram gepostet, die Leute, die mich da verfolgen. Und zwar, ich sag das mal kurz so raus, und zwar, mein erstes Problem sind meine dicken Arme. Das sagt vielleicht vielen von euch nichts, aber mir ist aufgefallen, dass doch mehrere Leute darunter leiden, beziehungsweise ich finde mehr im südländischen Bereich ist das so. So mit dicken Armen meine ich nicht so, oh, ein bisschen mehr drauf, nein. Meine Arme passen wirklich komplett nicht zu meinem Körper. Sie passen nicht zu meinem Körper. Ich hasse meine Arme wirklich so sehr, dass ich sie immer bedecken muss. Sei es auch nur so ein Streifen, ich fühle mich da schon besser. Ich hasse es, mit Tanktop oder so rauszugehen. Im Urlaub ist das für mich okay, weil ich dann sowieso mit Bikini und so bin. Aber wenn ich jetzt hier in Deutschland bin zum Beispiel, ich hasse es, meine Arme zu zeigen. Ich muss immer irgendwie was haben, was diesen Bereich hier bedeckt bei mir. Das ist wirklich so schlimm. Ich könnte euch nicht vorstellen, wie beeinträchtigend das ist. Das hört sich so harmlos an, aber das ist so beeinträchtigend und meine Arme passen einfach nicht zu meinem Körper. Es passt einfach nicht dazu und ich rede hier nicht von wenig. Und ich weiß, vielleicht können sich manche nicht viel das vorstellen. Ich werde aber genau auf meinen Körper bzw. meinen Körper zeigen im nächsten Video, weil da gehe ich um alles nochmal ein. Da geht mein Arzt auch nochmal ein, was genau gemacht wird und alles drum und dran. Und meine Arme haben mich schon immer gestört. Also wirklich immer. Immer.
Beziehungsweise halt seitdem ich halt pubertär bin, so will ich es halt sagen, weil davor nimmt man, wie gesagt, seinen Körper nicht wirklich wahr, sondern erst so ab dieser Zeit. Wirklich bis dato, ich bin jetzt 23, komme ich nicht mit meinem Arm zurecht. Ich habe es versucht, aber ich muss sagen, wenn ich dann mich überwinde, dann, sagen wir mal, mit ärmelfrei halt rauszugehen und dann entsteht zum Beispiel ein Foto und dann sehe ich diese Arme, ich könnt mich selber ankotzen, weil ich es nicht abhabe. Ich kann meine Arme nicht abhaben. Ich kann nicht. Und nur die Leute, die wirklich dasselbe Problem haben, werden verstehen, wie ich mich fühle. Wie unwohl man sich einfach fühlt. Und ich habe wirklich versucht, es zu akzeptieren. Ich bin wirklich nicht so ein Mensch, der dann sagt, ey, das passt mir nicht, ich gehe gleich sofort zur OP. So ein Mensch bin ich nicht. Aber jetzt kommen wir zu meiner größten Unsicherheit und der Grund, warum ich überhaupt an Schönheits-OP nachgedacht habe. Okay Leute, also damit ihr wisst, dass es für mich ein so Riesenschritt drüber zu reden. Ich müsste nicht drüber reden, ich könnte es geheim halten, weil ihr es sowieso den Unterschied nicht merken würdet. Weil wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich hätte mir gern gewünscht, dass mehr Leute drüber reden, damit ich mich nicht so allein fühle. Und das war auch das Schlimmste in der Jugendzeit, dass ich mich so allein damit gefühlt habe. Okay. Also, also als ich jünger war, sagen wir von meiner Pubertätzeit oder in meiner Pubertätzeit, ich war immer pummelig. Ich war jetzt nicht wirklich übergewichtig, aber ich war halt, ja, ich war halt pummelig. Ich kann mich noch erinnern, ihr müsst euch überlegen, ich bin 1,55, damals war ich wahrscheinlich ein paar Zentimeter kleiner und mein Höchstgewicht war, glaube ich, 62, 64, aber auf jeden Fall war ich schon bei der 60 gelangt und das ist extrem viel für meine Körpergröße damals, beziehungsweise auch die Verteilung. Jetzt ist ja meine Verteilung ganz anders, als ich damals war. Und ich weiß nicht, ob es die 6. oder 7. Klasse war, aber da hatte ich dann angefangen abzunehmen. Und ich hatte auch mehr als 10 Kilo abgenommen. Bis dato schwank ich immer so zwischen 2 und 3 Kilo. Gerade in jungen Jahren, wenn man in der Pubertät ist, verändert sich ja der Körper sehr viel. Und dass ich halt immer zu und abgenommen hatte in den jungen Jahren, besonders so eine krasse Gewichtsreduktion hatte in den jungen Jahren, leidet halt leider auch sehr, sehr stark das Bindegewebe drunter. Und es tut mir so leid, aber dieses Thema ist so schlimm für mich. Okay. Okay, wartet. Ich will wirklich nicht heulen, weil ich will auch mein Make-up nicht verschmieren, deswegen kurz Pause. Auf jeden Fall in meinen jungen Jahren hat dann meine Brust angefangen zu hängen. So richtig realisiert habe ich das, glaube ich, mit 15 bzw. 16. Und ich glaube, das war halt die Zeit dann auch, wo man halt dann in der Sportumkleidung ist und du natürlich auch die Brüste dann auf Freundinnen siehst oder halt, wie gesagt, es tut mir leid, ich will wirklich nicht heulen. Auf jeden Fall, es war dann halt auch die Zeit, wo du natürlich deine Freundinnen siehst und ich konnte nie vor meinen Freundinnen mich umziehen und ich denke, bei allgemein unter Frauen ist es normal, dass man sich, sage ich mal, nackt sieht, also vom oben ohne, sei es in der Sportumkleide oder auch wenn man zusammen reist, also für mich ist das eigentlich normal. Und gerade da sieht man halt leider die Freundinnen und das deprimiert eigentlich einen nur noch mehr, weil du dann siehst, irgendwie hat niemand das Problem, außer ich selbst. Ich bin die Einzige. Wieso ist das bei mir so? Wieso habe ich das Problem in solchen jungen Jahren? Ich war gerade mal 16. Wieso habe ich das schon mit 16? Okay, ich glaube, ich darf echt nicht mehr heulen. Mein Make-up ist schon total verschmiert.
versuche mich wirklich zusammenzureißen. Okay, also, ich habe mich halt sehr alleine mit dem Problem gefühlt, da wie gesagt alle von meinem Umfeld nicht das Problem hatten. Ich habe mich auch wirklich jetzt hier nicht mit irgendwelchen Stars oder so verglichen. Ich habe dann versucht, das zu ignorieren. Ihr konntet vergessen, dass ich jemals einen trägerlosen BH tragen konnte oder ohne BH rumlaufen, kann man so vergessen. Also die Leute, die mir gesagt haben, hey, ich komme nach Hause und das Erste, was ich ausziehe, zum Beispiel am BH, konnte ich nicht nachvollziehen. Für mich war es einfach nur unangenehm, ohne BH rumzulaufen. Ich habe sogar bis ich, glaube ich, 18 oder 19 wurde, habe ich sogar mal noch mit BH immer geschlafen gehabt. Weil es mir alles voll unangenehm war. Und ich weiß nicht wieso. Ich dachte, je älter ich werde, desto besser wird es vielleicht. Es hat mich auch sehr beeinträchtigt. Wenn es darum ging, dass ich Ausschnitt angezogen habe, konnte ich erstmal schön BH anziehen, der bis zum Tode gepusht hat, dass ich Rückenschmerzen schon bekomme, weil diese BH-Bänder so hart eng waren. Und kennt ihr das, wenn schon hinten das so nach oben rutscht? So schlimm war das. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal ein Kleid. Da musste ich halt einfach trägerlos ein BH tragen. Deswegen hatte ich mir extra von Wonder Bra eingeholt, der auch wirklich einen tollen Halt hatte. Aber das hat mir so krass hier reingeschnitten. Ich habe allgemein das Problem mit trägerlosen BHs, wenn ich das so anziehe. Aber ich ziehe sowieso kaum welche an. Ich tue dann meistens nur so mein BH so zur Seite. Auf jeden Fall hat mich das Thema in mein Leben sehr, sehr, sehr beeinträchtigt. Als ich jünger war, dachte ich mir, ich will das operieren, aber dann in den jungen Jahren, als ich mich damit beschäftigt habe, dachte ich mir, nein, ich will nicht so eine Narbe haben. Nein, ich mache das einfach nach dem Stillen. Ich mache das dann, nachdem ich Kinder habe. Und was weiß ich. Also so war mein Gedanke dann. Natürlich, je älter ich wurde, wurde es nicht besser. Wenn eigentlich ja nur schlimmer. Natürlich habe ich dann diese Brusttraining gemacht, in der Hoffnung, dass sich was ändert. Aber so, ja, jeder, der sagt, dass da was hilft, so. Also, nee, echt nicht, ne? Ich habe es mir gut geredet. Ich habe versucht, damit zu leben. Aber ich konnte nicht. Ich habe mich darüber so richtig mit niemanden unterhalten. Bis ich glaube, 21 wurde. Bis zu meinem 21. Lebensjahr habe ich niemandem was gesagt, weil ich mich so geschämt habe. Ihr habt keine Ahnung. Ich habe mich so geschämt. Ich habe mich halt extrem geschämt gehabt. Und warum ich auch nur dann endlich gesprochen hatte, war, weil eine Freundin von mir vor 2 Jahren dann, ich kannte die Freundin damals noch nicht so lang. Jetzt ist sie eine sehr, sehr tolle, enge Freundin von mir, aber ich kannte sie damals noch nicht so lang. Und dann hatte sie halt offen gesagt, dass sie jetzt halt eine OP macht. Und sie macht halt noch andere Sachen, aber sie macht auch eine Bruststraffung. Und sie war dann der allererste Mensch, mit dem ich dann drüber geredet habe, weil ich mich dann interessiert habe, okay, wo warst du? Was genau hast du dir machen lassen? Wie viel hat das gekostet? So, sie war so der erste Mensch, der mich so, ja, mit dem ich eigentlich reden konnte und der mich halt dann so ein bisschen, also sie hat nicht gesagt, ja, mach's oder so oder sonst was, aber sie hat halt gemeint, wenn es dich stört, hier, das ist meine Ärztin, mach's und was weiß ich. Und das war so dann die erste Person, mit der ich dann drüber reden konnte. Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, hat meine Mutter in ihrer Praxis einen plastischen Chirurgen bekommen. Ich dachte mir so, vielleicht ist es die Möglichkeit, vielleicht höre ich mir das einfach mal an. Das war dann auch der erste Moment, wo ich dann auch zu meiner Mutter hin bin und ich sag mal ihr mein Problem geschildert habe. Und ich hab halt gesagt, ich würde schon gern einfach mal mit dem Arzt sprechen. Und ich habe zum Glück eine sehr tolle Mutter. Also meine Mutter ist schon so, nein, keine Lippen aufspritzen, alles drum und dran, das will sie nicht, ich soll das nicht machen. Aber wenn es so wirklich so Sachen gibt, die mich wirklich stören und die, ich sag mal, begründet sind, dann unterstützt mich auch meine Mutter. Und
Meine Mutter konnte sich nicht vorstellen, dass es so schlimm ist. Ich war dann auch bei dem Arzt. Der Arzt ist doch wirklich super nett. Er wurde es im Endeffekt dann nicht, aber er war so der erste. Darüber kann ich auch eine Geschichte erzählen. Er war so der erste Mensch und natürlich muss er deine Brust dann anschauen. Und er war so der erste Mensch, der so meine Brust so wirklich gesehen hat. Und habe halt so geheult, während ich so aussehe. Weil ich so die ganze Zeit. Aber er war wirklich super nett und es war halt für mich so ungewohnt. Wie gesagt, der Arzt wurde es nicht, aber er ist trotzdem ein sehr netter Arzt. Und wie ich zu meinem jetzigen gekommen bin, ich werde meine OP bei dem Herrn Dr. Nikolaus Raab durchführen. Wie gesagt, im nächsten Video gehe ich auf alles mehr ein. Ich habe da auch ein kleines Interview mit ihm, wo auch wirklich alles erklärt. Und der Herr Dr. Raab, der hat auch mal früher bei der Praxis gearbeitet, aber es war Jahre her. Und der ist dann gegangen und hat halt dann seine eigene Praxis, Klinik gegründet. Und er war halt dann in dem Moment sehr bekannt für seine Brustoperationen. Der hatte auch schon seinen Status in München, beziehungsweise seinen Bekanntheitsgrad. Und ich war halt noch ein bisschen unsicher, weil ich hatte irgendwie Angst. Ich weiß nicht wieso, ich hatte sehr Angst. Und ich habe auch meine Mutter gefragt, du kennst ihn ja noch und kannst einen Termin bei ihm ausmachen. Meine Mutter ist ja auch dann mit hin, die kannten sich ja noch. Und er hat mich auch angeschaut und wie gesagt, dieses Gespräch und alles drum und dran, das ist alles nächstes Video. Aber als er auch meine Brust angeschaut hat, er hat halt gemeint, von Grad 0 bis 4 hast du 4. Und das ist sozusagen das Schlechteste. Das hat auch meine Mutter gesagt. Meine Mutter war auch voll, sag ich mal, verblüfft. Ich würde euch einfach mal erzählen, woher mein Leiden kommt und dass ich auch Leiden habe. Und ja, ich muss sagen, ich fühle mich viel leichter. Ich muss auch sagen, ich kann jetzt nur so offen darüber sprechen, weil ich die OP jetzt haben werde. Das ist wie so, ich habe zwar gerade noch das Problem, aber ich werde es nicht mehr haben. Und deswegen kann ich darüber sprechen. Seit dem Gespräch mit meinem Arzt, gleich am selben Tag nach meinem Arzt, war ich so viel offen. Also war ich offen eigentlich zu jedem. Zu jedem, der mich gefragt hat, hey, was machst du jetzt, war ich immer ehrlich. Ich glaube, fast jeder meiner Freunde weiß jetzt Bescheid. Jeder meiner Freunde weiß mein Problem, weil ich irgendwie jetzt drüber reden kann. Am Anfang wollte ich auch nicht mehr über meine Brust reden. Ich wollte das nicht erwähnen, weil im Endeffekt, ihr seht sowieso den Unterschied nicht. Das ist ja etwas für mich. Ich mache ja nicht meine Brust größer oder kleiner. Die wird einfach nur gestrafft. Ich habe ja auch keine Implantate oder so drin, gar nichts. Und deswegen muss ich es niemandem erzählen. Ich muss es auch nicht an die große Glocke hängen. Wie gesagt, ich kenne niemanden, der wirklich so offen drüber geredet hat. Und wo ich jünger war, hätte ich einfach so gerne jemanden gehabt, der offen drüber redet. Und ich hatte das damals nicht. Und ich habe vertraut mir Leute, ich habe so gelitten. Ich hatte wirklich Tage, wo ich so geheult habe, wo ich mir denke, wieso habe ich das Problem? Ich wollte mich nicht im Spiegel anschauen. Immer im Duschen, wisst ihr, da ist immer so ein Spiegel. Dachte ich mir einfach nur, was ist das? Was ist das? Und ja, ich bin einfach jetzt nur froh, dass ich bald dieses Problem nicht mehr haben werde. Und ich hoffe, alles wird gut laufen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe. Aber ich habe euch eigentlich jetzt meine Geschichte erzählt. Und nächste Woche fängt das dann an, dass ich das erste Video hochladen werde, wo mein Arzt euch alles erklärt, euch alles erzählt, ich euch nochmal alles erzähle, was genau gemacht wird, ich euch meinen Körper zeige, außer meine Brüste, die zeige ich euch nicht, ne? Aber ich werde euch schon sagen, ob es gut ist oder nicht. Und dann ist ja übernächste Woche schon meine OP. Dann wird ein Make-up-Video kommen, was ich vorgedreht habe. Und dann wird wahrscheinlich die Woche drauf so vlogmäßig die OP an sich, also so der Ablauf der OP, wie es die Tage danach geht, so vlogmäßig dann online kommen. Und dann wahrscheinlich nach einem Monat, kurz eine Post-OP, glaube ich heißt das. Und dann nochmal, das Ding ist bei Laser, das braucht bis zu einem halben Jahr, bis es komplett abgeheilt ist, beziehungsweise straff ist. Weil natürlich die Fettabsaugung an sich ist ja ein Soforteffekt, aber bis alles so definiert und schön ist, dauert es halt bis zu einem halben Jahr. Und
ja, dann würde ich halt wahrscheinlich in einem halben Jahr dann nochmal die Komplettergebnisse zeigen. Und ja, danke, dass ihr mir zugehört habt und dass ihr bis hierher ausgehalten habt. Ich liebe euch. Ich wünsche euch ganz viel Liebe. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Ciao.